Leute, was geht? Wir sind wieder am Nürburgring und heute, beziehungsweise das ganze Wochenende, erwarten uns richtig coole Sachen, denn wir sind nämlich zusammen mit Puma Motorsport und dem BMW Motorsport Junior Team zusammen hier am Nürburgring und begleiten die das komplette Wochenende. Ich bin mega gespannt, was wir hier dieses Wochenende alles erleben werden. Wir gehen jetzt zusammen zur Nordschleife, drehen dann eine Runde mit den Jungs und ja, begleiten sie dann am Samstag bei der NLS, bei der Nürburgring Langstreckenserie. Ich will nicht so viel erzählen, denn ich habe Bock jetzt ein bisschen was zu erleben und ich würde sagen, wir gehen jetzt, hier ist auch schon ordentlich was los, gehen wir direkt jetzt mal die Jungs besuchen und schauen mal, was der Tag so bringt und ich nehme euch das ganze Wochenende mit. Hello! So, wir sind jetzt gerade am Eingang von der Nordschleife angekommen. Wir werden jetzt gleich mit den Jungs, mit den Max, mit dem Dan und den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Neil, mit den 3 Jungs vom BMW Junior Motorsport Team mit ihren M2 hier gleich mal eine Runde drehen. Wir dürfen leider nicht mit unseren Kameras filmen, weil wir keine Drehlizenz haben. Wir haben aber eigentlich, wir sind so gut ausgestattet diesmal. Sehr viele GoPros dabei. Ja, und wir dürfen aber leider nicht filmen. Das ist echt sehr ärgerlich. Wir waren gerade noch mit den Jungs beim Shooting in der Tiefgarage mit den neuen M3. Jetzt steigen wir in M2 ein. Ich bin gespannt, wer fährt. Ich hoffe, ich kann euch irgendwie noch ein paar Eindrücke abluchsen irgendwie. Also was heute hier am BMW neuer M4. Nicht schlecht. So, wir waren jetzt gerade bei der Akkreditierung, haben unsere Westen bekommen, dass wir hier überall nachher filmen dürfen und vor allen Dingen überall an die Strecke dran dürfen. Wir sind ja gestern noch, oh hier schaut euch mal bitte an, was hier gerade ankommt. Hier steht auch noch da hinten GT3 RS, so ein affengeiles Auto. Schaut euch mal bitte den Spoiler an. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Westen bekommen, unsere Tickets bekommen und dürfen gleich überall an der Strecke filmen. Das finde ich richtig cool. Gestern waren wir ja noch mit den Jungs vom Junior-Team mit ihren M2 auf der alten Nordschleife, sind eine Runde gedreht und ja, da war halt erst Trockenstrecke, dann war nasse Strecke und genau hinter uns ist ein E46 M3 eingeschlagen oder hat mein Herz richtig blutet. Da konnte ich leider nicht mitfilmen. Ich hoffe, ich kann heute mal ein bisschen mehr mitfilmen. Wir haben nämlich nachher die Chance, den M4 GT3 und den M4 GT4 dürfen wir mitfahren und den M4 GT3, also der neue M4, den dürfen wir hier abfilmen. Der hat heute hier seine Premiere, der fährt das allererste Mal, würde ich sagen. Gehen wir mal rein und ich nehme euch die ganze Zeit mit und versuche euch so viel wie möglich abzufilmen. Sit in if you want to. Also ich darf mich jetzt auf jeden Fall mal in den M6 reinsetzen und kriege jetzt mal von Neil gezeigt, wie das Auto so von innen ausschaut. Basically, Boah, schaut euch mal hier die Türverkleidung an, alles aus Carbon hier drin. Krass. Yeah, so as of right now, since they're working on the car, we can't switch on the main display to get the displays going. So, but anyway, just on a normal view, we have, this is our steering wheel, obviously, with the paddle shifts on the back, and then basically we have some driving stuff. So our traction control buttons are here on the wheel. Pit speed limiter here to help manage the speed in the pit lane. This is for the headlights and flashing the lights. These are our windshield wipers for if it starts raining. And then on this side over here we have just, this is more of controls for the car, just to make sure that like we have different, this is our fuel pumps here. We have 2 fuel pumps, so if our fuel one fails, then we have a second one, and also we have a different a crank as well too. This is also for the ABS. If our ABS fails, then we can reset it as well while we're driving and see to fix it. And then then we have the air conditioning, the aircon, and then we can do like a power reset and fuel reset. This is used during the pit stops, as we have sitting here normally a fuel use that we can communicate to the engineer so they know where we are on how much fuel is in the car. Everything is carbon with
doors and everything. Here goes the drink bottle here. We have a drink, I think it's, drink here. And then this is to get the car into neutral and reverse there as well, so not too bad. And then you can see these are the racing belts here. We have them all around here. They're on magnets. There's one above your head up here as well too. We all have them with the magnets, so they stick up there just for the pit stops. Makes it a bit easier so the belts aren't there. And then after everything is said and done, then we have the racing cage that clicks in here, and then to take away we go there. To move the pedal box, okay. and then this will move back and forth. I don't have the best grip on that right now, but you can pull that lever there, and then these will slide back and forth. So you can see how we have some markings on for the different drivers. I have really short legs. Yes, so I'm too short but for then, racing? No, but then as well, because the M6 has a high dash up here, if it's needed that the driver goes higher, they have, you can put in, they call it a foam insert that you mold around, and it's like a smaller seat basically, but it will help you fit better into the seat. But since all of us are the same height, we've adjusted it so that we don't need to put an insert in, because it's quicker to make driver change when it's not there. Schon mal mega geil, in so einem Auto hier drin sitzen zu dürfen und sich das mal alles anschauen zu können. Das ist cool. Wenn du da drinnen sitzt, fühlt sich gleich, hast voll das Rennfieber. Schaut euch mal bitte die Carbon-Türen an. Die sind mega leicht. Die komplette Karosse hier, seht ihr das? Alles Carbon. Die Jungs schrauben hier gerade noch an dem Auto, aber schaut euch mal bitte das Auto an. Ich würde jetzt hier gerade am liebsten mit reinspringen und mithelfen, wenn man immer so daneben steht. Da kommt man sich immer ein bisschen blöd vor. Aber es ist echt mal cool, das so nah alles gezeigt und erklärt zu bekommen. Hier haben wir auch wieder Makrolonscheiben. Nicht schlecht. Wir sind jetzt gerade beim BMW Motorsportstand und erstmal Jens, vielen lieben Dank. Gerne. Mir den neuen M4 GT3 mal vorzustellen. Würdest du dich ganz kurz mal für die Kamera vorstellen, wer du so bist und was du so machst? Ja klar, mein Name ist Jens Klingmann, bin BMW Motorsport Werksfahrer, das heißt hauptberuflich habe ich die Ehre, unter anderem im M4 GT3 zu fahren. Im Rennbetrieb und jetzt noch in der Entwicklung. Hier auf der Nordschleife ist das erste Testrennen sozusagen und ja, ist eine große Ehre, macht auch ganz viel Spaß und ich glaube, da kann ich ein paar coole Insights dazu verraten. Würdest du uns den mal... Sicher, ja, sagen wir, schauen mal rein. Von innen und von außen. Ich habe mir ja vorhin jetzt gerade das erste Mal fahren sehen, da bist du wahrscheinlich gerade gefahren? Ja genau, ich hatte heute die Ehre anzufangen mit unserem Baby. Genau. Motor ist wieder 3 Liter 6-Zylinder? Genau. Das Herzstück ist natürlich immer der Motor. Also grundsätzlich muss man sagen, so die Rohkarosse basiert noch auf einem normalen M4, auf einem Serienfahrzeug, bis eben ja, der Motor quasi hier anfängt. Das ist dann so ein bisschen hier speziell durch die ganzen Kühlflächen, mussten wir da ein bisschen was wegschneiden am Chassis. Aber der Motor, das Herzstück ist wirklich noch relativ seriennah. Leistet jetzt bei uns ja so knapp 590 PS, also schon eine gute Leistungssteigerung zur Serie mit 510 im Competition. Könnt ihr da immer so ein bisschen variieren? Variiert ihr da mit der Leistung? Genau, also zum Beispiel das jetzt hier auf der Nordschleife darf man nicht so viel Leistung fahren wie zum Beispiel der ADAC GT Masters. Der DTM ist zum Beispiel relativ am oberen Ende der Leistung und je nachdem gibt es auch diese Balance of Performance. Wenn du zum Beispiel gegen andere Hersteller fährst, gibt es ja auch den einen oder anderen in Deutschland, die vielleicht nicht so viel Leistung haben und wird es immer so ein bisschen angepasst. Aber ist noch auf Serienbasis, wie bei 95 PS, 700 Newtonmeter. Das ist noch einer 6-Zylinder, im 6 GT3 haben wir noch 2 Zylinder mehr, das ist eben ein 6-Zylinder Nitro, aber hört sich ganz gut an. Abgasanlage haben wir nur auf der rechten Seite, damit der Fahrer auch nicht die ganze Hitze abbekommt, kann man rüberschauen, aber die gibt es hier vorne weg, natürlich auch anders wie in der Serie haben wir diese zweimal die Doppelköpfe auf der Hinterachse sozusagen. Und hier kommt dann alles geballt raus, um das möglichst früh in diese heiße Hitze aus dem Auto wieder rauszubekommen, damit sie das Cockpit auch nicht so aufheizt. Scheinwerfer auf der Vorderachse sehen auch noch relativ seriennah aus, sind auch so ein bisschen angedeutet wie der M5 CS hier eben mit diesen gelben, früher diese Corona-Ringe und ist aber auch ein reines Motorsportbauteil. Ist eben zu groß gewesen, zum Beispiel der Serienscheinwerfer, auch zu schwer. Und versuchen möglichst natürlich überall Gewicht zu sparen. Nicht nur im Auto, auch im Fahrrad. Ja. Weißt du, was der wiegt jetzt komplett mit Fahrer und Fahrer? Ja, da gibt es noch keine so richtigen Angaben, also knapp unter 1300 Kilo. Das ist ja unser erstes Auto, das Testauto, das war ein bisschen schwerer als das zweite. Dann versucht man mal ein bisschen abzuspecken, überall so ein bisschen was rauszunehmen. Wenn dann das erste richtige Kundensportauto dann gebaut wird, das im Januar dann das erste Mal auf der richtigen Rennstrecke fährt, dann in Kundenhand,
dann wird man es wissen, aber so knapp 1200 irgendwas wirst du nicht. Da weiß ich gerade schon die Lüftung an. Also der größte Unterschied zum, ja, sagen wir, zum normalen Auto ist eigentlich, gut, jetzt hier im Competition haben wir auch keine Handschaltung mehr, aber wir haben jetzt wirklich nur 2 Pedale und erstmalig haben wir im Rennauto die Kupplung am Lenkrad. Also es ist kein Automatikgetriebe, sondern eben ein Senkenzelle 6-Gang-Getriebe und wir haben jetzt eben nur noch 2 Pedale und angefahren wird jetzt eben hier mit dem Kupplungshebel. Gibt sowohl links als auch rechts und ist eben ein bisschen effizienter, weil die Kupplung regelt sich auch automatisch und dann kann man eigentlich ganz normal losfahren. Das muss man quasi nur einmal schnalzen lassen und das Auto rollt so dahin. Also vom Anfang ist es schon mal relativ simpel. Sonst haben wir natürlich viele Knöpfe, die es natürlich in der Serie nicht gibt. Dann zum Beispiel Traktionskontrolle, die man verstellen kann. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite, da sieht man schon die TC, also Traktionskontrolle, das ist Stufe 2 zum Beispiel. Verschiedene Motor-Mappings, das steht zum Beispiel jetzt hier Map 5, 4, normalerweise ist immer 1 das Beste, deshalb sage ich, stellen wir das Deck mal auf die 1. Wirkt immer am besten, verschiedene ABS-Positionen und eben ganz viele Sachen, die man eben während der Fahrt dann verstellen kann. Ja gut, wir brauchen halt auch viel, es ist halt ein bisschen reduziert natürlich so von der Anordnung, aber auch viele extra Funktionen, die wir zum Beispiel haben. Wir haben zum Beispiel auch ein Regenlicht hinten, das man zum Beispiel braucht. Das wäre dann zum Beispiel der Knopf, dass du im Regen dann siehst, dass jemand vor dir ist, das extra nochmal heller scheint. Wir haben auch tatsächlich eine Klimaanlage, auch in der Serie. Was viele ja nicht wissen, das finde ich immer sehr interessant, ist, die denken immer so, ja, Rennen fahren, das ist ja bestimmt nicht so anstrengend. Ich fahre auch auf der Autobahn 2-3 Stunden. Aber im Auto wird es teilweise bis zu 60 Grad warm. Und dann natürlich mit einem Rennanzug, mit feuerfester Unterwäsche, eigentlich alles langärmlich, ganz dick für die Sicherheit, hast du natürlich dann bei 60 Grad natürlich schon eine enorme körperliche Belastung. Und deshalb haben wir auch eine Klimaanlage. Und hier haben wir zum Beispiel hinten so eine Rückenlüftung. Und wir haben auch, hier sieht man einen Schlauch zum Beispiel, wir haben auch eine Helmkühlung. Das heißt, man kann an einem Helm auch den Schlauch anstecken, einen kleinen, und dann bekommt man eben auch immer Frischluft in den Helm. Und das finde ich immer am besten, weil dann hast du immer so frische Luft zum Atmen und dann kommst du dir nicht ganz so warm vor, wie es eigentlich tatsächlich drin ist. Du kannst zum Beispiel jetzt, wir haben ja nicht genau die gleiche Größe, wir könnten aber entspannt zusammen fahren. Also wir können zum Beispiel die ganze Pedalerie, kann man nach vorne und nach hinten schieben zum Beispiel. Das heißt, wenn jetzt jemand ein kleinerer Fahrer wäre, kann er sich näher zu sich holen. Und eben, ich bin glaube ich mit der Größte, ich kann es ein bisschen wegdrücken. Und wir können zum Beispiel auch, wenn du sagst, du möchtest das Lenkrad zum Beispiel ein bisschen tiefer haben oder höher, weil wir das jetzt auch erstmalig eingeführt haben, oder näher drin oder näher bei dir oder eben ist quasi dreidimensional verstellbar, haben wir eben auch jetzt eine bewegliche Lenksäule, was zum Beispiel M6 GT3 jetzt alles noch nicht hat. Hast du dann auch noch eine Sitzschale für dich extra angepasst oder ist der Sitz jetzt so, wie er ist? In dem Fall nicht. Also es gibt so einen Standardsitz, der hat eine Größe. Und man kann das Cover hier eigentlich abmachen und da sieht man schon zum Beispiel so einen blauen Schaum hier drunter. Da kann dann jeder Fahrer zum Beispiel kann dann sagen, er möchte ein bisschen kleiner haben, ein bisschen größer und dann kannst du das eigentlich perfekt unten drunter anpassen, machst das Cover dann drüber und dann passt der. Aber meistens muss man natürlich einen Kompromiss finden, wenn dann 3-4 Fahrer beim 24-Stunden-Rennen zusammenfahren. Dann nimmst du halt irgendwie eine Sitzschale und jeder macht so ein bisschen, dass es halbwegs gut ist und dann hoffst du, dass es eigentlich für alle passt. Ja. Ihr habt 2 Displays hier im Genau, das rechte ist aber ganz lustig, das ist eine Kamera nach hinten, wir haben natürlich einen Rückspiegel, aber das ist so ein Radarsystem und das schaut dann quasi hinten raus und es erkennt die Autos und markiert die dir dann hier überall zum Beispiel. Dann siehst du genau, wo der hinter dir ist und siehst parallel noch zum Beispiel, wie weit er weg ist in Meterangaben über ein Radarsystem und wie viele Sekunden er hinter dir ist. Weil wenn du dann siehst, der ist jetzt nur noch 10 Meter hinter dir, ist es eigentlich ganz cool zu wissen, speziell im Rennbetrieb, wenn es dann eben mal zur Sache geht und dann jeder die Position dann halten will oder wie auch immer nach vorne kommen will, ist das eigentlich ein super hilfreiches Tool. Ja. Das ist ein radarbasiertes Rückfahrkamerasystem sozusagen. Also der Flügel ist schon mega beeindruckend. Ja, der ist sehr groß, ist natürlich wichtig. So ein GT3-Auto lebt auch viel von der Aerodynamik. Also wir haben auch einen geschlossenen Unterboden und man sieht auch hinten hier den Diffusor, der jetzt beim Serienauto nur so angedeutet ist. Der ist bei uns halt sehr, sehr effizient, auch wie zum Beispiel bei Formel 1 Autos gibt es halt verschiedene Formen. Der geht bei euch auch bis komplett vor? Genau, der fängt vorne mit diesem Carbon-Splitter, heißt das, fängt ja an, vorm Auto so knapp so 10-15 cm und geht dann eben einmal durch und das ist ganz wichtig für den Abtrieb, den wir erzeugen eben und auch für die Rundenzeit am Schluss ist das eigentlich nicht das wichtigste Bauteil neben dem Flügel. Den haben wir jetzt ganz neu. Früher wurden die immer so aufgesetzt zum Beispiel. Jetzt gibt es seit so 1-2 Jahren einen Trend, dass der eben von oben gehalten wird wie so ein Schwanenhals, sagen wir dazu sozusagen, so über Kopf, weil es ein bisschen besser ist für die Anströmung. Das ist ein spektakuläres Bauteil, aber halt super wichtig. Ohne den würden wir auf jeden Fall deutlich langsamer fahren. Und die Lichter sind schon noch seriennah. Soll ja auch noch immer ein M4 logischerweise sein. Ich finde es auch ganz cool, ist jetzt das ganz neue Design, die neue Werkslackierung, die wir jetzt ja vorgestellt haben vor ein paar Wochen. Finde ich ganz cool mit den M-Farben auch. Aber es ist cool, weil du hast halt dann auch das lackiert und hast halt gleichzeitig halt auch die Carbon-Teile, was halt für den Motorsport noch mal ein bisschen beeindruckender ist, finde ich. Ja, dass du sie auch siehst. Genau, dass du das siehst. Und so siehst du halt immerhin noch ein bisschen Carbon. Ja. Weil in Wirklichkeit haben wir gesagt, ist ja eh alles aus Carbon und wird wie gesagt nur noch foliert. Aber wenn du zum Beispiel dann mal
einen kleinen Rempler hast oder es fährt immer jemand drauf oder irgendwie vielleicht bleibst du auch mal an der Mauer ein bisschen hängen im Startkurs, dann gibt es halt wirklich, der Folierer ist oft an der Rennstrecke mit dabei. Wir bauen das Bauteil ab, kommt ein neuer Aufkleber drauf und sieht eben aus wie neu. Genau, das ist so grob und ganz unser neuer Start, das ist eine neue Allzweckwaffe und ja, hoffentlich, wenn wir jetzt am Nürburgring sind, fahren wir dann nächstes Jahr wieder um den 21. Gesamtsieg. Und hoffentlich wollen wir den auch wieder nach München zurück. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Ja, vielen lieben Dank jetzt, dass du Immer uns gerne. den mal vorgestellt Schön, hast. dass du da warst. Vielen Dank. Ja, und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, erfolgreiches Wochenende. Du fährst ja jetzt mit dem. Genau, ich muss gleich wieder rausfahren und gehen die nächsten Testarbeiten weiter. Dann wünsche ich dir viel Glück. Perfekt. Danke dir vielmals. Mach's gut. Mach's gut, danke. Schaut euch mal bitte meinen geilen Rennanzug an. Jetzt geht es nämlich in den M4 GT4. Mit denen dürfen wir jetzt eine Runde drehen. Der Max fährt, also nicht der Max hinter der Kamera, sondern der Max vom BMW Motorsport Junior Team. Und ich will euch vorher noch ein bisschen das Auto zeigen, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Ich habe euch ja jetzt gerade eben schon den M4 GT3 gezeigt. Jetzt kommt der M4 GT4. Und echt, schaut übelst geil aus. Ich würde den Rennanzug am liebsten behalten. Sieht gut aus, oder? Am liebsten würde ich jetzt selber fahren. So, wir machen uns jetzt mal wieder in die Box, denn es geht gleich los. Und wir fahren richtig über die komplette Nordschleife. Jetzt nicht nur die Grand Prix Strecke, sondern richtig Nürburgring heizen. Hier drin nicht. Nö, also ich denke, so weit wird es nicht kommen. Willst du noch was sagen? Viel Spaß auf jeden Fall dir, ne? Ja, Dankeschön. Also ich bin jetzt mega gespannt, wie die Runde so wird. Bin aufgeregt, bin auf jeden Fall hier auch richtig ordentlich reingespannt. Aber ich freue mich. Bis gleich. Bis dann. Heil angekommen. Die Runde war mega geil mit Max und den M4 GT4. Ich hatte sogar extra meinen Reisepass mit, weil im Pflanzgarten hebt man ja immer mal gerne ab. Sind wir auch, deswegen habe ich den mit. Nee, Spaß. Mein Ausweis ist abgelaufen und da musste ich mich mit meinem Reisepass ausweisen. Wir gehen jetzt nochmal an die Strecke, um da nochmal ein paar coole Aufnahmen zu machen, wenn die Jungs hier gerade fahren. Ich glaube, sonst passiert heute nicht mehr so viel und dann sehen wir uns morgen wieder zur NLS. Der Nil an mitfahren. Ich drücke den Jungs die Daumen. Wir dürfen jetzt nicht mit auf die Stadtzielgerade, sondern stellen uns jetzt hier mit hin und werden dann das Rennen zusammen mit euch beobachten und werden auch nochmal an verschiedene Punkte vom Nürburgring fahren und so viele Eindrücke wie möglich für euch sammeln. Ich drücke euch die Daumen, Jungs. Also 7 Runden werden gefahren, dann steigt der nächste ein. Ich drücke den Jungs natürlich auf den M6 die Daumen und hoffe,
dass wir den ersten Platz holen, wäre natürlich richtig geil. Natürlich mit, dass die Jungs den ersten Platz holen und Daumen drücken ist noch angesagt, aber schaut cooler aus. Jawollo, erster Platz, richtig geil. So, ein schönes Wochenende neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Die Jungs haben erfolgreich den Sieg eingefahren. Vielen Dank nochmal an Puma Motorsport und BMW Motorsport für das tolle Wochenende, was wir erleben durften. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch viele Eindrücke vom Ring in dem Video zeigen und ihr hattet viele Eindrücke vom Rennen. Und ja, lasst mir auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne wieder in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!